Lektion 1: Anfahrt zum Bahnhof. Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen? Ich versuche den nächsten Bahnhof zu finden, aber ich habe mich ein bisschen verirrt. Oh, natürlich. Ich helfe dir gerne weiter. Wo versuchst du hinzukommen? Ich muss einen Zug in die Innenstadt nehmen. Wissen Sie, wie Sie von hier aus am schnellsten zum Bahnhof kommen? Lass mich nachdenken. Der nächste Bahnhof ist circa 10 bis 15 Minuten zu Fuß von hier entfernt. Möchten Sie, dass ich Ihnen Schritt für Schritt eine Anleitung gebe? Ja, das wäre toll. Ich will sicher gehen, dass ich unterwegs nicht umgedreht werde. Okay, kein Problem. Gehen Sie diese Straße für 2 Blocks runter und biegen Sie dann links auf die Main Street ab. Der Bahnhof befindet sich auf der rechten Seite, etwa auf halber Höhe des Blocks. Ich hab's, 2 Blocks runter, dann links auf der Main Street. Und der Bahnhof wird auf meiner rechten Seite sein? Klingt einfach genug. Exakt. Halten Sie einfach Ausschau nach dem großen Schild mit der Aufschrift Bahnhof, Sie können es nicht verpassen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Informationen zur Route benötigen. Nein, ich glaube, ich habe es. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir diese Anweisungen zu geben. Lektion 2: Umgang mit Reiseunterbrechungen. Anna, kann ich dich nach etwas fragen, das mit meiner Reise letzte Woche passiert ist? Es war eine kleine Störung. Natürlich, John. Was ist passiert? Ich höre gerne zu und schaue, ob ich irgendwelche Vorschläge machen kann. Nun, mein Flug hatte wegen des schlechten Wetters Verspätung, und das hat meine Pläne wirklich durcheinander gebracht. Ich musste ein paar Dinge ändern. Oh nein, das ist so ein Aufwand. Der Umgang mit Flugverspätungen kann so frustrierend sein. Wie sind Sie am Ende damit umgegangen? Es hat meine Pläne ein wenig durcheinander gebracht, aber ich habe versucht, flexibel zu bleiben. Am Ende habe ich mein Hotel und einige der Aktivitäten, die ich geplant hatte, neu geplant. Es ist klug, in solchen Situationen anpassungsfähig zu bleiben. Unerwartete Änderungen können wirklich einen Strich durch die Rechnung machen, aber es hört sich so an, als ob Sie es gut hingekriegt haben. Ja, ich habe nur versucht, es in Kauf zu nehmen. Das Wichtigste war, dass ich die gesamte Reise trotz des Schluckaufs immer noch genießen konnte. Absolut. Der Schlüssel liegt darin, nicht zuzulassen, dass die Störung das gesamte Erlebnis ruiniert. Solange Sie noch in der Lage waren, das Beste daraus zu machen, zählt das. Exakt. Und jetzt habe ich eine gute Geschichte über meine Reise zu erzählen. Also hat es am Ende geklappt. Lektion 3: Urlaubspläne besprechen. Hey Anna, hast du schon angefangen, über deine bevorstehenden Urlaubspläne nachzudenken? Weißt du, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, aber ich versuche immer noch herauszufinden, wo ich hin will. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Nun, das hängt davon ab, nach welcher Art von Reise suchst du. Etwas Entspannendes und Strandorientiertes oder vielleicht eher ein abenteuerlicher, aktiver Urlaub? Das ist eine gute Frage. Ich bin ehrlich gesagt für beides offen. Ich glaube, ich will einfach nur weg und ein bisschen Energie tanken, weißt du? Ich höre dich. In diesem Fall wäre vielleicht ein nettes, tropisches Reiseziel perfekt. Sie könnten einige Zeit damit verbringen, die Sonne zu genießen und sich einfach zu entspannen.
Das klingt wirklich ansprechend. Haben Sie bestimmte Orte im Sinn, die Sie empfehlen würden? Nun, ich hatte vor ein paar Jahren eine fantastische Reise in die Karibik. Die Strände waren wunderschön und das Essen und die Kultur waren unglaublich. Die Karibik. Das ist definitiv eine faszinierende Option. Das muss ich mir ein bisschen genauer ansehen. Irgendwelche anderen Vorschläge? Sie könnten auch einen Ort wie Hawaii in Betracht ziehen. Wunderschöne Landschaften, viele Outdoor-Aktivitäten und eine wirklich entspannte Atmosphäre. Lektion 4: Eine neue Stadt erkunden. Hey Anna, hast du dich entschieden, wo wir auf unserer Reise zuerst hingehen sollten? Hallo John, ich habe einige Nachforschungen angestellt und ich denke, wir sollten das historische Stadtzentrum auf jeden Fall besuchen. Kein Problem, das klingt nach einer großartigen Idee. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie versteckte Juwelen finden, die wir nicht verpassen sollten. Toll, ich werde auf jeden Fall alle interessanten Funde teilen. Gibt es bestimmte Dinge, die Sie sehen oder tun möchten, während wir dort sind? Ich freue mich darauf, eine neue Stadt zu erkunden, also bin ich für alles offen. Vielleicht könnten wir uns die lokale Food-Szene ansehen. Ich bin immer bereit, neue Restaurants auszuprobieren. Ich auch. Haben Sie eine Liste mit Gerichten oder Restaurants zusammengestellt, die Sie unbedingt probieren müssen? Ich nehme gerne Reservierungen vor, wenn Sie Empfehlungen haben. Nein, ich habe noch keine Liste erstellt. Aber ich werde Sie auf jeden Fall informieren, wenn ich auf gute Optionen stoße. Sie können uns gerne alle Orte schicken, die wir Ihrer Meinung nach auschecken sollten. Wird reichen. Ich freue mich darauf, gemeinsam die Stadt zu entdecken und die lokale Kultur zu erleben. Absolut, es wird eine tolle Reise. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir finden. Lektion 5: Jetlag-Erholung. Guten Morgen, Anna. Wie fühlst du dich heute? Hey John, um ehrlich zu sein, ich habe immer noch ein bisschen Jetlag. Der Zeitunterschied hat mich wirklich hart getroffen. Auch hier kann Jetlag dazu führen, dass Sie sich erschöpft und verwirrt fühlen. Aber ich bin sicher, wir werden uns bald anpassen. Das hoffe ich. Haben Sie Tipps, um sich schnell vom Jetlag zu erholen? Ich möchte das Beste aus unserer Zeit hier machen. Ja, ich finde, es hilft, etwas Sonnenlicht abzubekommen, hydratisiert zu bleiben und zu versuchen, den lokalen Zeitplan so weit wie möglich einzuhalten. Vielleicht können wir es heute ruhig angehen lassen und einfach die Gegend rund um das Hotel erkunden. Das klingt nach einem guten Plan. Ich habe auch gelesen, dass es helfen kann, aktiv zu bleiben, also könnte ein schöner, gemütlicher Spaziergang ausreichen. Auf jeden Fall, lass uns das machen. Und wir können später eine leichte, gesunde Mahlzeit zu uns nehmen, um neue Energie zu tanken. Sie müssen es nicht übertreiben, während wir uns noch anpassen. Klingt perfekt. Ich fühle mich schon besser, wenn ich nur darüber rede. Diese Reise wird fantastisch, Jetlag und so. Ich stimme zu. Wir werden eine tolle Zeit haben. Lass es uns heute langsam angehen und wir werden in kürzester Zeit wieder bei 100% sein. Lektion 6: Stylische und praktische Sonnenbrillen. Hey Anna, ich habe bemerkt, dass du eine neue Sonnenbrille gekauft hast. Sie sehen toll aus. Danke, John. Ich wollte ein Paar finden, das sowohl stilvoll als auch praktisch für unsere Reise ist. Das ist wichtig, besonders bei all den Spaziergängen, die wir machen werden. Auf welche Funktionen haben Sie bei der Auswahl geachtet?
Nun, ich wollte etwas, das meine Augen vor der Sonne schützt, aber auch zu meiner Gesichtsform und meinem persönlichen Stil passt. Ich verstehe. Es kann schwierig sein, die perfekte Balance zwischen Funktion und Mode zu finden. Exakt. Am Ende entschied ich mich für ein Paar mit polarisierten Gläsern, um Blendung zu reduzieren, aber die Rahmen liegen auch sehr im Trend. Toll, das klingt nach einer tollen Kombination. Ich möchte auch eine neue Sonnenbrille kaufen. Irgendwelche Empfehlungen? Definitiv. Ich würde vorschlagen, nach einem Paar zu suchen, das strapazierfähig und bequem ist und idealerweise einen UV-Schutz bietet. Das macht Sinn. Ich möchte eine Sonnenbrille, die im Trend liegt und meine Augen gut schützt, ohne auf Qualität zu verzichten. Lektion 7: Entdecken Sie lokale Köstlichkeiten. Hey Anna, ich habe hier viel Aufsehen über die lokale Food-Szene gehört. Hattest du die Gelegenheit, es dir anzusehen? Ja, ich habe einige Nachforschungen angestellt und es scheint so viele tolle Restaurants und kulinarische Erlebnisse zu geben, die es zu entdecken gilt. Das ist großartig. Welche Art von lokalen Gerichten oder Küchen möchten Sie am meisten probieren? Nun, ich habe gelesen, dass die regionalen Spezialitäten wirklich einzigartig und schmackhaft sind. Ich bin besonders fasziniert von der Streetfood-Szene. Oh, Streetfood klingt nach einer großartigen Möglichkeit, einen authentischen Eindruck von der lokalen Kultur zu bekommen. Gibt es Artikel auf Ihrer Liste, die Sie unbedingt probieren müssen? Ich habe gehört, dass die lokalen Knödel und gegrillten Spieße absolut köstlich sind. Und ich kann es kaum erwarten, die geschäftigen Nachtmärkte zu besuchen. Das klingt alles unglaublich. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Hast du irgendwelche Empfehlungen, wo wir anfangen sollten? Das tue ich sogar. Ich habe eine Liste mit einigen hochbewerteten Orten erstellt, die von Einheimischen und Foodbloggern sehr empfohlen werden. Wunderbar. Ich würde gerne deine Top-Tipps hören. Dies wird der perfekte Weg sein, um in die kulinarische Kultur einzutauchen. Lektion 8: Heißhungerattacken. Hey Anna, bist du bereit, etwas zum Mittag zu essen? Klar, ich habe Hunger. Was hattest du im Sinn? Ich habe Lust auf etwas Leckeres und Befriedigendes. Vielleicht ein Burger oder etwas Pasta. Ein Burger klingt gut, aber ich habe auch Lust auf etwas Gesünderes. Wie wäre es mit einem schönen Salat mit gegrilltem Hähnchen? Das funktioniert für mich. Es gibt ein tolles Café die Straße runter, das leckere Salate anbietet. Hervorragend, gehen wir darüber. Ich könnte eine Pause vom Büro gebrauchen. Stimmt, ein Szenenwechsel wäre nett. Außerdem können wir nachholen, was vor sich geht. Absolut, ich wollte dir von diesem neuen Projekt erzählen, an dem ich gerade arbeite. Wunderbar, ich bin ganz Ohr. Weiß den Weg zum Mittagessen. Lektion 9: Abenteuer im Freien. Hey Anna, hast du Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich, warum fragst du? Nun, ich dachte darüber nach, eine Wanderung zu machen und habe mich gefragt, ob du mich begleiten möchtest. Das klingt nach einer großartigen Idee.
Ich liebe es, draußen zu sein. Fantastisch, ich packe ein paar Wasser- und Energieriegel ein, um uns mit Energie zu versorgen. Gut gedacht, es ist immer eine gute Idee, vorbereitet zu sein. Was hattest du im Sinn? Da ist dieser wunderschöne Weg, den ich mir schon lange ansehen wollte. Er ist ungefähr eine Autostunde von hier entfernt. Klingt perfekt, ich bin dabei. Wann sollten wir uns treffen? Wie wäre es mit Samstagmorgen gegen 9 Uhr? So können wir der Hitze trotzen. Lektion 10: Grundlagen des Marketings. Hey Anna, kann ich dir den Kopf zerbrechen über etwas, das mit dem Geschäft zu tun hat? Klar, was beschäftigt dich? Ich bin neugierig auf die Marketingfunktion eines Unternehmens. Könntest du mir das erklären? Absolut. Die Marketingfunktion eines Unternehmens befasst sich mit der Planung, Förderung, dem Verkauf und dem Vertrieb seiner Produkte oder Dienstleistungen. Ich verstehe, es geht also darum, die Botschaft zu verbreiten und sicherzustellen, dass das Produkt oder die Dienstleistung die richtigen Kunden erreicht. Exakt. Marketing umfasst Dinge wie Marktforschung, Werbung, Branding, Preisgestaltung und Vertriebskanäle. Das macht Sinn. Was sind einige der Hauptziele der Marketingfunktion? Einige der Hauptziele bestehen darin, Aufmerksamkeit zu wecken, Nachfrage zu wecken und letztendlich Umsatz für das Unternehmen zu steigern. Ich hab's. Es geht darum, das Produkt oder die Dienstleistung mit den Menschen zu verbinden, die es benötigen. Lektion 11: Frühstücksrausch. Morgen. Hast du Zeit für eine kurze Frage? Klar, was ist los? Ich habe mich gefragt, frühstückst du normalerweise, bevor du zur Arbeit gehst? Leider nein. Normalerweise habe ich es morgens etwas eilig, daher habe ich keine Zeit für ein richtiges Frühstück. Ah, ich verstehe. Schade, das Frühstück ist eine so wichtige Mahlzeit. Ich weiß, ich weiß. Ich sollte mir wirklich mehr Mühe geben, das einzupassen, aber es ist schwer mit meinem vollen Terminkalender. Ich höre dich. Vielleicht könntest du ein paar schnelle und einfache Frühstücksoptionen probieren, wie einen Smoothie oder einen Müsliriegel. Das ist eine tolle Idee. Ich muss mir ein paar gesunde Frühstücksideen für unterwegs ansehen. Danke für den Vorschlag, John. Gar kein Problem. Auf sich selbst aufzupassen sollte auch bei einem hektischen Zeitplan Priorität haben. Lektion 12: Die Osterfeier. Hallo Anna, wusstest du, dass Ostern gleich um die Ecke ist? Oh, wirklich? Ich liebe Ostern. Es ist so eine fröhliche Zeit des Jahres. Definitiv. Das Frühlingswetter und die farbenfrohen Dekorationen machen bei mir immer gute Laune. Unbedingt. Und der Osterhase und die Eiersuche machen so viel Spaß, nicht wahr? Definitiv. Ich erinnere mich, als wir Kinder waren, hatten wir die besten Ostereiersuchen in der Nachbarschaft. Oh, ja. Das waren Zeiten. Ich habe immer noch einige der Plastikeier, die wir früher gesammelt haben. Das ist so cool.
Färbst du immer noch Eier zu Ostern? Natürlich. Es ist eine Tradition, die ich im Laufe der Jahre beibehalten habe. Die ganze Familie mischt sich ein. Das ist großartig. Das sollte ich mit meinen Kindern anfangen. Sie würden es lieben. Lektion 13. Kirchbesuch zu Weihnachten und Ostern. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, wie viel mehr Menschen zu Weihnachten und Ostern in die Kirche gehen als im Rest des Jahres? Ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Die Kirchen sind an diesen beiden Feiertagen immer voll. Es ist, als ob jeder nur für diese besonderen Anlässe aus dem Holz kommt. Glaubst du, sie gehen nur ein paar Mal im Jahr in die Kirche? Wahrscheinlich. Ich schätze, viele Leute gehen nur gelegentlich in die Kirche, vielleicht nur an den großen Feiertagen. Das ist auch mein Gefühl. Es ist, als ob sie den Anschein erwecken wollen, religiös zu sein, es aber nicht wirklich regelmäßig praktizieren. Nun, zumindest bemühen sie sich, an den wichtigsten christlichen Feiertagen hinzugehen, auch wenn es nicht das ganze Jahr über ist. Stimmt, ich denke, es ist besser, als gar nicht zu gehen. Diese großen Menschenmengen müssen die Pastoren ziemlich glücklich machen, auch wenn die Anwesenheit etwas sporadisch ist. Das kann ich mir vorstellen. Die Kirchen müssen in diesen Spitzenzeiten viele Spenden einsammeln. Definitiv. Weihnachten und Ostern sind wahrscheinlich das A und O für viele Kirchen. Lektion 14. Geheimnisvoller Anrufer. Hey Anna, ich habe vorhin einen seltsamen Anruf bekommen. Es war eine Jungenstimme, aber er sagte, sie sei für mich. Puh, das ist komisch. Hast du die Stimme erkannt? Nein, ich habe keine Ahnung, wer es war. In dem Anruf hieß es nur, ist John da? Als ich antwortete. Wie seltsam. Was hast du gesagt? Ich sagte nur, das ist John, und der Junge sagte, oh, tut mir leid, falsche Nummer und legte auf. Das ist so seltsam. Denkst du, es war ein Scherzanruf oder so? Ich bin mir nicht sicher. Es schien nicht wirklich ein Streich zu sein, der Junge klang nur verwirrt. Vielleicht war es nur eine falsche Nummer und der Junge hat seinen Fehler erkannt. Trotzdem ist es etwas seltsam für ein Kind, Anrufe zu tätigen. Ja, ich weiß nicht. Es hat mich einfach überrascht. Wenn es wieder passiert, versuche ich vielleicht, mehr Informationen aus ihnen herauszuholen. Lektion 15. Chillen Sie an einem heißen Tag zu Hause. Hey Anna, ich freue mich, dass unser Haus auch an diesen heißen Sommertagen schön kühl bleibt. Es ist der perfekte Ort zum Entspannen. Ich stimme zu, John. Die Hitze kann brutal sein, aber unser gemütliches Zuhause ist ein willkommener Zufluchtsort. Was machst du gerne, um der Hitze zu trotzen? Nun, normalerweise nehme ich mir ein kaltes Getränk und liege bei aufgedrehter Klimaanlage im Wohnzimmer. Vielleicht ein Buch lesen oder einen Film schauen. Das klingt reizend. Ich stelle meinen Laptop gerne auf der Terrasse auf und erledige etwas Arbeit, während ich die sanfte Brise genieße. Ah ja, die Terrasse, ein großartiger Ort, um etwas Schatten und eine kühle Brise einzufangen. Und wenn ich mich aktiv fühle, mache ich vielleicht ein leichtes Training im Fitnessstudio im Keller. Exzellente Idee.
Aktiv zu bleiben, auch an einem heißen Tag, ist so wichtig. Obwohl ich gestehe, gönne ich mir eher einen eisigen Leckerbissen wie Eis oder Eiscreme. Ein Eis klingt gerade perfekt. Vielleicht können wir uns später beide etwas gönnen und zusammen einen kühlen Snack genießen. Das fände ich toll. Es sind die einfachen Freuden, die diese heißen Tage so viel erträglicher machen. Absolut. Solange wir unsere kleine Oase zu Hause haben, können wir der Hitze trotzen und bequem entspannen. Lektion 16: Schnicker Einkaufsausflug. Guten Morgen. Haben Sie in letzter Zeit all die tollen Verkäufe in der Stadt bemerkt? Darauf kannst du wetten, John. Ich habe mir ein paar neue Sommerkleidung und Haushaltsgegenstände angesehen. Gehen wir auf ein Einkaufsabenteuer? Klingt nach einem Plan. Ich wollte auch ein paar Sachen für das Haus abholen. Wo sollen wir anfangen? Nun, ich habe gehört, dass das Kaufhaus einige fantastische Angebote für seine Ausverkaufsregale hat. Und der neue Discounter hat gerade eröffnet. Ich habe gehört, dass sie tolle Preise haben. Oh, die Outlet Mall. Das ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und ich wette, wir können auch einige einzigartige lokale Boutiquen finden. Unbedingt. Eine Mischung aus großen Geschäften und lokalen Geschäften ist der richtige Weg, um die besten Angebote zu finden. Ich bin bereit, wann immer du bist, John. Großartig. Lassen Sie uns unsere Einkaufsroute planen und sehen, wie viele tolle Schnäppchen wir heute machen können. Ich liebe eine gute Schatzsuche. Das wird so viel Spaß machen. Wer weiß, welche versteckten Juwelen wir entdecken könnten. Genau. Der Nervenkitzel der Jagd ist die halbe Aufregung. Alles klar, lass uns loslegen. Ersparnisse warten auf dich. Lektion 17: Stereotypen auf dem Spielfeld überwinden. Hey Anna, hast du das große Fußballspiel gestern Abend gesehen? Das habe ich auf jeden Fall, John. Das war ein Nagelbeißer, aber ein hervorragender Beweis für Geschicklichkeit. Definitiv. Diese Spieler haben es auf dem Spielfeld mühelos aussehen lassen. Exakt. Fußball wird oft als Club für alte Jungen stereotypisiert, aber das Talent und die Athletik, die zur Schau gestellt werden, beweisen das Gegenteil. Du hast so recht. Vor allem der Frauenfußball ist genauso aufregend und hart umkämpft wie der Männer. Absolut. Die Geschwindigkeit, Agilität und das strategische Denken der Spielerinnen sind wirklich beeindruckend. Absolut. Es ist höchste Zeit, diese veralteten Wahrnehmungen zu überwinden und Fußball als den dynamischen, globalen Sport zu würdigen, der er ist. Gut gesagt, John. Die Vielfalt und Inklusivität des Spiels ist Teil dessen, was es so besonders macht. Könnte nicht mehr zustimmen. Fußball bringt Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammen. Es ist eine einigende Kraft. Lektion 18: Begegnung in der Wildnis. Du wirst nie erraten, was mir gestern auf meiner Wanderung passiert ist. Erzähl es, John. War es etwas Aufregendes? Oder vielleicht ein bisschen gruselig? Eigentlich ein bisschen von beidem. Ich bin durch den Wald gewandert, als ich auf einen Schwarzbären gestoßen bin.
Ein Schwarzbär? Oh mein Gott, das muss eine ziemliche Begegnung gewesen sein. Wie hast du reagiert? Nun, ich erstarrte zuerst, zog mich dann aber langsam zurück und behielt den Bären die ganze Zeit im Auge. Kluger Schachzug. Schwarzbären können unberechenbar sein, daher ist es definitiv der sicherste Ansatz, ihnen Platz zu geben. Absolut. Zum Glück schien der Bär mehr daran interessiert zu sein, nach Nahrung zu suchen, als mit mir zu interagieren. Das ist eine Erleichterung. Ich freue mich, dass Sie ruhig geblieben sind und die Situation sicher verlassen konnten. Ich auch. Es war definitiv ein Erlebnis voller Adrenalin, aber ich bin dankbar, dass ich es unversehrt überstanden habe. Lektion 19. Klare Erwartungen. Hey Anna, ich wollte mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Natürlich, was ist das? Nun, ich denke, es ist wichtig, dass wir klare Erwartungen an unser Projekt stellen. Du hast recht, das ist eine gute Idee. Welche Erwartungen hattest du im Kopf? Ich denke, wir sollten unsere Rollen und Verantwortlichkeiten definieren und einige Fristen festlegen. Das macht Sinn. Kommunikation ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Exakt. Ich denke, wenn wir auf derselben Wellenlänge sind, können wir viel effizienter arbeiten. Einverstanden. Setzen wir uns hin und gehen alles Schritt für Schritt durch. Hört sich gut an. Ich freue mich, dass wir uns die Zeit nehmen, das von Anfang an richtig zu machen. Lektion 20. Das Aussehen ist wichtig. Hey Anna, kann ich dich etwas fragen? Klar, was ist los? Haben Sie manchmal das Gefühl, dass der Schein irreführend sein kann? Das ist eine interessante Frage. Was meinst du genau? Nun, ich habe neulich diese Sendung gesehen und die Hauptfigur hatte schwarze Haare und ein seriöses Auftreten. Okay, mach weiter. Aber dann stellte sich heraus, dass sie wirklich lustig und sprudelnd war, als man sie kennenlernte. Ich verstehe, was du meinst. Manchmal treffen wir Annahmen, die auf dem äußeren Erscheinungsbild einer Person beruhen. Genau. Ich dachte, ihre Farbgebung ließ sie zunächst fast unnahbar erscheinen. Lektion 21. Genieße die kleinen Dinge. Hey Anna, hast du die neue Sendung gesehen, über die alle reden? Du meinst den über die schrullige Familie? Ja, ich habe ihn gefangen. Es ist so gut, oder? Ich habe die kleinen Details und Nuancen wirklich genossen. Ich auch. Der subtile Humor und die Charakterinteraktionen zeichnen es wirklich aus. Definitiv. Es ist die Art von Show, die einfach eine weitere Ebene des Vergnügens hinzufügt. Absolut. Je mehr du zuschaust, desto mehr schätzt du die kleinen Dinge. Exakt. Es ist die Art von Show, die dich beschäftigt und unterhält. Vollkommen. Es ist eine erfrischende Abwechslung zu vielen typischen Fernsehgerichten. Ganz gewiss.
Ich freue mich, dass wir beide dieses Juwel einer Show entdeckt haben. Lektion 22. Ein Tag am Strand. Guten Morgen. Hast du von dem neuen Strandresort gehört, das gerade eröffnet wurde? Ja, habe ich. Ich wollte es mir schon lange ansehen. Was denkst du, sollten wir dieses Wochenende einen Ausflug dorthin planen? Das klingt unglaublich. Ich würde gerne wandern und schwimmen gehen. Es wäre eine großartige Möglichkeit, nach draußen zu gehen und das schöne Wetter zu genießen. Definitiv. Wir könnten ein Picknick einpacken und einen ganzen Tag daraus machen. Ich habe gehört, dass die Aussicht von den Wanderwegen atemberaubend ist. Das ist perfekt. Darauf freue ich mich schon. Wir sollten wahrscheinlich auch Sonnencreme und Strandtücher einpacken. Gute Entscheidung. Es wird heiß da draußen sein. Ich werde sicherstellen, dass ich auch meinen Hut und meine Sonnenbrille mitbringe. Klingt, als wären wir dann bereit. Ich kann es kaum erwarten, mit dir am Strand neue Erinnerungen zu sammeln. Ich auch nicht. Das wird so ein lustiges Abenteuer. Ich freue mich sehr, die Gegend mit dir zu erkunden. Fantastisch. Ich werde dafür sorgen, dass ich viele Fotos mache, damit wir auf unseren Tag am Strand zurückblicken können. Lektion 23. Monate des Jahres. Hey Anna, weißt du, dass ein Jahr 12 Monate hat? Wirklich? Das wusste ich nicht. Wie lauten die Namen der Monate? Nun, der erste Monat ist Januar, gefolgt von Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und schließlich Dezember. Wow, das ist eine Menge, an die man sich erinnern sollte. Das muss ich mir notieren. Ja, es kann anfangs etwas knifflig sein, aber wenn man einmal den Dreh raus hat, ist es leicht, sich daran zu erinnern. Okay, lassen Sie mich sie wiederholen. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Gute Arbeit. Du hast es. Danke, ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir die Monate zu erklären. Es hilft mir wirklich beim Englischlernen. Gar kein Problem. Ich helfe Ihnen gerne dabei, Ihr Englisch zu verbessern. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. Lektion 24. Festigkeit und Textur. Hey Anna, wenn du Obst und Gemüse aussuchst, woher weißt du, welche reif sind? Das ist eine gute Frage. Normalerweise suche ich nach solchen, die fest, aber nicht zu hart sind. Wenn Sie sie vorsichtig zusammendrücken, können Sie die Festigkeit bestimmen. Ah, ich verstehe. Das macht Sinn. Was ist mit der Textur? Ist das auch wichtig? Absolut. Sie möchten nach einer glatten, gleichmäßigen Textur suchen. Es ist auch eine gute Idee, Unreinheiten oder weiche Stellen zu vermeiden. Okay, das behalte ich im Hinterkopf. Drücken Sie vorsichtig, um die Festigkeit zu überprüfen, und achten Sie auf eine schöne, gleichmäßige Textur. Klingt nach einem guten Ansatz. Exakt. Es braucht etwas Übung, aber du wirst den Dreh raus haben. Der Schlüssel ist, vorsichtig zu sein und nicht zu fest zu drücken. Richtig,
Ich will das Produkt nicht zerquetschen. Danke für die Tipps. Das wird mir wirklich helfen, besseres Obst und Gemüse auszuwählen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. Wird reichen. Das war ein wirklich informatives Gespräch. Lektion 25. Suche nach Ferienwohnungen. Hey Anna, planst du immer noch diesen Karibikurlaub? Ja, das bin ich. Ich habe viel über Ferienwohnungen recherchiert, aber es kann ein bisschen überwältigend sein. Das kann ich mir vorstellen. Es gibt so viele Möglichkeiten da draußen. Wonach haben Sie besonders gesucht? Nun, ich versuche eine nette, erschwingliche Unterkunft mit guten Bewertungen von früheren Gästen zu finden. Das ist ein kluger Ansatz. Die Suche nach Websites mit hohen Bewertungen und positivem Feedback ist entscheidend. Absolut. Ich habe im Internet nach Mietangeboten mit vielen detaillierten Bewertungen gesucht. Das ist eine großartige Strategie. Je mehr Informationen Sie sammeln können, desto besser können Sie den perfekten Ort finden. Exakt. Ich möchte sichergehen, dass ich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hochwertige Unterkunft bekomme. Definitiv. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, um zu recherchieren, wird sich das am Ende auszahlen. Lektion 26. Abenteuer im Produktionsbereich. Hey Anna, hast du in letzter Zeit die Produktabteilung besucht? Sie haben einige tolle frische Früchte und Gemüse. Oh, wirklich? Was für Produkte haben Sie genossen? Ich habe ein paar neue Dinge ausprobiert. Neulich habe ich ein paar saftige Mangos und ein paar knusprige Paprika mitgenommen. Das klingt köstlich. Ich liebe Mangos, sie sind so süß und erfrischend. Was machst du gerne mit ihnen? Normalerweise schneide ich sie einfach in Scheiben und esse sie als Snack, aber ich habe auch schon einmal Mango-Salsa gemacht. Es ist das perfekte Topping für Fisch oder Hühnchen. Das klingt gut. Das muss ich mal versuchen. Was ist mit den Paprikaschoten, wie benutzt du die am liebsten? Paprika ist so vielseitig. Ich schneide sie in Scheiben und füge sie zu Salaten hinzu, oder manchmal stopfe ich sie mit Reis und Hackfleisch für eine leckere Mahlzeit. Oh, gefüllte Paprikaschoten klingen toll. Bei meinem nächsten Besuch im Supermarkt muss ich nach gut aussehenden Paprikaschoten Ausschau halten. Auf jeden Fall ist es in der Produktabteilung angesiedelt. Es gibt immer so viele frische und leckere Optionen zu entdecken. Lektion 27. Erschwingliche Abenteuer. Hallo Anna, konntest du gute Angebote für Unterkünfte für deine bevorstehende Reise finden? Weißt du, ich habe nach günstigeren Optionen gesucht. Ich habe ein nettes kleines Bed und Breakfast gefunden, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein scheint. Das ist großartig. Geld bei der Unterkunft zu sparen ist entscheidend, wenn Sie versuchen, mit kleinem Budget zu reisen. Absolut. Und ich habe auch nach einigen lokalen Restaurants gesucht, die wirklich preiswerte Mahlzeiten anbieten. Toll, das hilft dir auch, deine Lebensmittelkosten niedrig zu halten. An billigeren Orten zu essen ist eine clevere Möglichkeit,
Ihr Reisebudget zu überfordern. Definitiv. Ich muss so viel wie möglich sparen, damit ich mich auf die unterhaltsamen Aktivitäten und Attraktionen konzentrieren kann. Gute Überlegung. Was erhoffst du dir auf deiner Reise zu tun? Nun, ich freue mich sehr darauf, die Wanderwege im nahegelegenen Naturschutzgebiet zu erkunden. Und ich habe gehört, dass es einen coolen Markt im Freien gibt, den ich erkunden möchte. Oh, das Wandern und der Markt klingen beide nach einer großartigen Zeit. Diese Art von kostenlosen oder kostengünstigen Aktivitäten ist perfekt für preisgünstige Reisen. Lektion 28: Reisen mit dem Transit. Hallo Anna, wie planst du, dich auf deiner bevorstehenden Reise fortzubewegen? Nun, ich habe mir die öffentlichen Verkehrsmittel angesehen und es scheint, als ob das Bussystem eine wirklich bequeme Möglichkeit ist, alle Hauptattraktionen zu erreichen. Schön, den Bus zu nehmen ist eine so kluge Wahl, besonders wenn Sie versuchen, Geld zu sparen. Absolut. Ich habe herausgefunden, dass es einen Bus gibt, der direkt zum Eingang des Naturschutzgebiets fährt, in dem ich wandern möchte. Das ist perfekt, Sie müssen sich keine Sorgen um Parken oder Benzin machen. Der Bus bringt Sie genau dort ab, wo Sie sein müssen. Genau. Und ich habe gehört, dass es auch einen Bus gibt, der zwischen der Innenstadt und dem Markt im Freien fährt, sodass die Anreise zum Kinderspiel wird. Es hört sich so an, als ob das öffentliche Verkehrssystem in dieser Stadt wirklich gut angebunden und für Touristen praktisch ist. Das ist es wirklich. Ich bin froh, dass ich mir das angeschaut habe, denn es wird die Fortbewegung um einiges einfacher und erschwinglicher machen. Das ist großartig. Öffentliche Verkehrsmittel sind eine so unterschätzte Art, einen neuen Ort zu erkunden, besonders wenn Sie ein knapperes Budget haben. Lektion 29: Hinweise zum Verpacken. Hey Anna, fängst du an, dich auf deine bevorstehende Reise vorzubereiten? Ja, ich bin gerade dabei zu packen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Definitiv. Eine Sache, die ich immer empfehle, ist, Produkte in Reisegröße zu verpacken, wann immer dies möglich ist. Oh, das ist eine tolle Idee. Das hilft mir, Platz in meinem Koffer zu sparen. Exakt. Und heutzutage finden Sie normalerweise alle wichtigen Toilettenartikel in Reisegröße. Das ist gut zu wissen. Ich muss nach den kleineren Flaschen und Behältern Ausschau halten. Ein weiterer Tipp ist, vielseitige Kleidung einzupacken, die gemischt und kombiniert werden kann. Oh, das ist klug. So kann ich mehr Outfits mit weniger Artikeln kreieren. Genau. Und vergessen Sie nicht, etwas Platz in Ihrem Gepäck für Souvenirs oder Einkäufe zu lassen. Lektion 30: Ein nachdenkliches Gespräch. Hey Anna, ich habe viel über unsere Zukunftspläne nachgedacht. Was denkst du? Guten Morgen, John. Darüber habe ich auch nachgedacht. Woran denken Sie? Nun, ich bin gespannt auf deine Gedanken. Wie wäre es, wenn wir damit beginnen, gemeinsam ein paar neue Interessen zu erkunden? Oh, das klingt wunderbar. Ich wollte schon lange ein neues Hobby ausprobieren. Möchtest du dich mir anschließen? Stört es Sie, wenn ich vorschlage, dass wir uns mit Freiwilligenarbeit befassen? Ich denke, es wäre eine sinnvolle Art,
unsere Zeit zu verbringen. Ich habe das Gleiche gedacht. Wir könnten in unserer Gemeinschaft einen echten Unterschied machen. Absolut. Es wäre toll, eine Sache zu finden, die uns beiden am Herzen liegt. Ich stimme zu. Dies ist eine spannende Gelegenheit für uns, zu wachsen und etwas zu bewirken. Könnte nicht mehr zustimmen. Ich freue mich, dass wir diesbezüglich auf derselben Seite sind. Lektion 31: Ein Outdoor-Abenteuer. Hey Anna, ich kann es kaum erwarten, dieses Wochenende mit dir die Natur zu erkunden. Ich auch nicht, John. Ich freue mich schon ewig darauf. Ich weiß, es wird ein Knaller. Wir werden so viel Spaß beim Wandern und Entdecken neuer Sehenswürdigkeiten haben. Definitiv. Ich stelle mir schon die wunderschöne Landschaft und die frische Luft vor. Das Gleiche hier. Es wird der perfekte Weg sein, um neue Energie zu tanken und zu entspannen. Absolut. Wir haben uns diese Zeit in der freien Natur verdient. Könnte nicht mehr zustimmen. Das wird ein unvergessliches Abenteuer. Ich bin so aufgeregt. Lassen Sie uns gemeinsam das Beste aus jedem Moment machen. Darauf kannst du wetten. Das wird ein Wochenende, das wir nie vergessen werden. Lektion 32: Arbeit und Freizeit in Einklang bringen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wir unseren Hobbys mehr Zeit widmen können. Das ist eine großartige Idee, John. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, eine bessere Work-Life-Balance zu finden. Exakt. Es ist so wichtig, Zeit mit Freunden zu verbringen und unseren Leidenschaften nachzugehen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wir sollten planen, mehr Freizeitaktivitäten einzuplanen. Klingt perfekt. Wir können damit beginnen, jede Woche ein paar Stunden für unsere Hobbys einzuplanen. Das ist machbar. Und wir können auch unsere Freunde einbeziehen, es zu einer Gruppensache machen. Hervorragend. Ich bin sicher, Sie würden uns gerne bei unseren neuen Hobbyunternehmungen begleiten. Absolut. Das wird so viel Spaß machen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich auch nicht. Dies ist der perfekte Weg, um neue Energie zu tanken und sich wieder zu verbinden. Lektion 33: In Verbindung bleiben. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du dieses Wort in letzter Zeit oft benutzt. Oh, du meinst Liebe? Ich hatte es nicht wirklich bemerkt, aber du hast recht. Ja, es ist irgendwie interessant, wie dieses eine Wort immer wieder auftaucht. Weißt du, ich glaube, das liegt daran, dass wir wirklich gerne Zeit miteinander verbringen. Absolut. Unsere Verbindung ist so besonders und ich schätze jeden Moment mit dir. Mir geht es genauso. Wir haben eine so starke Bindung, und dafür bin ich dankbar. Ich auch. Es ist wichtig, dass wir unsere Beziehung pflegen und feiern. Definitiv. Wir sollten uns bemühen, Qualitätszeit und offene Kommunikation zu priorisieren. Einverstanden. Das ist der Schlüssel, um unsere Liebe stark und unsere Bindung unzerbrechlich zu halten. Lektion 34:
eine gemeinsame Vision. Anna, ich habe viel über unsere Zukunftspläne und Ziele nachgedacht. Oh, wirklich? Darüber habe ich auch nachgedacht. Woran denkst du? Nun, ich würde gerne zuerst deine Gedanken hören. Was für eine Vision hast du? Ich sehe, dass wir weiter zusammenwachsen und uns gegenseitig in unseren Träumen und Bestrebungen unterstützen. Das ist genau das, was ich zu hören gehofft hatte. Ich möchte, dass wir in jeder Hinsicht Partner sind. Definitiv. Wir sollten uns hinsetzen und einen Plan ausarbeiten, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Absolut. Ich freue mich darauf, zusammenzuarbeiten und die nächsten Schritte herauszufinden. Ich auch. Das wird eine unglaubliche Reise, und ich freue mich, dass wir sie zusammen machen. Könnte nicht mehr zustimmen. Unsere Zukunft ist rosig und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir erreichen. Lektion 35: Den Wald roden. Guten Morgen, Anna. Hast du von dem Plan gehört, den Wald zu roden, um Platz für Farmen und Städte zu schaffen? Ja, habe ich. Ich mache mir Sorgen über die Auswirkungen, die das auf die Umwelt haben wird. Das Fällen all dieser Bäume scheint schädlich zu sein. Ich verstehe deine Sorge, aber das Land wird benötigt, damit die Menschen leben und Nahrung anbauen können. Fortschritt erfordert manchmal schwierige Entscheidungen. Ich weiß, aber können wir nicht einen Weg finden, das Land zu entwickeln, ohne den gesamten Wald zu zerstören? Es muss eine nachhaltigere Lösung geben. Nun, die Holzfäller sagen, dass sie ein paar Bäume neu pflanzen werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob das den Verlust vollständig wettmachen wird. Es ist ein komplexes Thema. Exakt. Wir müssen die langfristigen Folgen sorgfältig abwägen, bevor wir uns darauf einlassen. Der Wald ist die Heimat so vieler Arten. Das stimmt. Ich muss mehr über den Plan erfahren und schauen, ob es Alternativen gibt, die die Umwelt besser schützen. Ich weiß es zu schätzen, dass du aufgeschlossen bist. Vielleicht können wir gemeinsam an umweltfreundlichen Entwicklungsideen forschen. Gute Idee. Ich würde mich über Ihren Beitrag dazu freuen. Es muss einen Weg geben, unseren Bedarf zu decken, ohne den Wald zu verwüsten.